So, hallo zum nächsten Video. Es wird ein kürzeres, weil einfach nur sozusagen ein Tag in Lagos möchte ich euch einfach mal zeigen. Ich brauche jetzt sogar 40 Minuten mit dem Auto zu einem echt guten, zentral gelegenen und kostenfreien Parkplatz. Verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung, falls ihr auch da mal irgendwie in der Nähe seid und euch einen Parkplatz braucht und ihr über dieses Video stolpert. Ich habe mir ein Ticket gekauft, ein Speedboat-Ticket für 14 Uhr. Da fahren wir. Guck, Theo, du bist schon so in meinem Kopf, ja? Das ist ausgezeichnet. Genauso muss das sein. Da fahre ich. Da fährt man an der Algarvenküste entlang mit einem Speedboot. Und wenn der Meeresspiegel passt, kann man auch eventuell in die Höhlen reinfahren. Aber natürlich ist es wieder so im Kleingedruckten, wenn das alles passt. Und ja, müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist eine 100%ige Touri-Attraktion. Falle würde ich jetzt nicht sagen, aber ich nehme das jetzt mit. Ist mir jetzt auch, also die Perspektive mal vom Meer zu sehen, ja, wann kriege ich das halt sonst? Ansonsten einfach nur ein paar Einblendungen, wie Lagos an sich ist, also Altstadt, Hafen und so. Ist echt eine schöne kleine Stadt. Also wenn ihr hier irgendwie in der Nähe seid, würde ich das tatsächlich auch vorziehen vor irgendwie Albufeira oder so. Also das ist aber nur meine persönliche Meinung, also von daher. Naja dann, also wir sehen uns. Wollte schon sagen. Wir sehen uns gleich. Kurze Störung, aber wollte euch einfach nicht Lenas gute Laune verwehren. Später singe ich mit, aber das erspare ich lieber euren Ohren. Wie ihr seht, wir haben auch ganz entspannte 26 Grad. Und ich glaube auch ein bisschen wärmer. Bin jetzt gerade am Parkplatz angekommen. Hier seht ihr nochmal die Größe vom Parkplatz. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Also da müsste man eigentlich immer noch Platz finden. Und in ein paar Gehminuten seid ihr wirklich an der Marina. Also ihr seid direkt da an dem Hafenpunkt. Was sehr, sehr, sehr schön ist. Und auch sehr ruhig. Hier sind wir auf dem Weg zu unserem Speedboot. Das ist auch abgetrennt. Also man kann da nur rein, wenn man halt den Schlüssel hat. Und hier bekommen wir noch unsere Westen, also unsere Wasserwesten, oder wie heißen die? Rettungswesten, sorry. Das hier ist mein Plätzchen. 2,5 Stunden, also wer Rückenprobleme hat oder so, das ist jetzt nicht die bequemste Sitzmöglichkeit, muss ich dabei sagen. Hier fahren wir gerade aus dem Hafenpunkt raus. Gleich seht ihr im Hintergrund auch so eine Brücke. Fand ich ganz witzig, das ist so eine Fußgängerüberbrücke. Und die öffnet sich halt komplett, wenn halt größere Schiffe halt durch müssen. Finde ich halt echt eine coole, es ist so eine kleine Ampel mit so einer Leitplanke vorne. Also das war witzig. Vielleicht finde ich noch die Fotos, dann kann ich das mal einblenden. Und hier sind wir schon auf dem offenen Meer und jetzt gleich gibt der Gas und ich dachte mir schon, okay, das wird schon schnell. Aber ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so schnell wird, weil man auch sogar ein bisschen durch die Luft so gehüpft ist. Und gleich kommt jetzt mal eine Aufnahme mit Originalton, wie schnell das wirklich war. Viel Spaß! Dieses Tempo hatten wir natürlich nur, bis wir halt da die 20 Kilometer zu den Höhlen gefahren sind. Und ab da war dann halt sehr, sehr langsames Tempo, dass wir schön unsere Videos alle machen können. Auch das Wasser, das war wirklich so türkis. Ich habe das nicht bearbeitet. Das hier ist wirklich ohne Filter alles. Das brauche ich fast gar nicht, weil das war einfach wunderschön. Auch diese Wasserperspektive. Das hier ist diese berühmt-berüchtigte Benagil-Höhle. Man kommt auch tatsächlich nur mit Boot, Kajak rein, also nicht fußläufig. Schwimmen darf man nicht und ohne Lizenz kostet das euch über 200.000 Euro, also Strafe. Die sind da richtig hinterher, weil das halt wirklich auch so eine Mega-Attraktion halt auch in Portugal ist. Die berühmteste Höhle, glaube ich. Hier, gleich seht ihr, macht ihr den Scheinwerfer aus. Zack. Ja, einfach aus. Und diese Dunkelheit, das war wirklich einfach krasses Gefühl, wisst ihr? Der Scheinwerfer ist wirklich hell gewesen, also kommt jetzt hier gar nicht so rüber, weil natürlich die GoPro jetzt auch bei den Lichtverhältnissen ein bisschen nicht so gut mitkommt. Aber es war wirklich hell und dann macht er das Ding aus und zack, alles komplette Dunkelheit. Es war so cool, auch weil wir halt auch allein in dieser Höhle waren. Es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Allgemein diese Perspektive von dem Wasser, so diese Felsformation mal zu sehen, weil normalerweise laufe ich ja dann entweder oben her
Auch hier das ist so eine kleine Halbinsel gewesen, so eine Formation, da kann man halt auch tatsächlich nur mit diesem Speedboot durch. Es sind überall halt so kleine Fenster. Also was die Natur so geschaffen hat, ist einfach wirklich beeindruckend. Ich weiß, ich glaube, ich sage das schon wie oft immer, aber es ist wirklich einfach nur beeindruckend und faszinierend. Und auch wenn das hier so ein Touri-Ding ist, meiner Meinung nach sollte man das machen. Weil das hat sich wirklich gelohnt. Das war auch, glaube ich, dann mit die letzte Höhle, die wir reingefahren sind. Natürlich hat der Guide erklärt euch auch noch ganz viel dazu, aber ich habe das jetzt nicht so alles mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann sind wir halt langsam wieder zurückgefahren und das war's dann. So, jetzt wieder zurück von dem Speedboat-Trip. Ich glaube, man sieht es auch. Haare sind ein bisschen... Alter, es war so krass. Ich glaube, auf den GoPro-Videos seht ihr das gleich gar nicht. Es war so... Also es hat so mega Spaß gemacht, aber es war so ruckelig, wirklich. Das war schon richtig witzig. Also ich dachte halt schon so, okay, ob wir wirklich da überhaupt dann noch in diese Höhlen reinfahren und so. Wir sind tatsächlich in 4 oder 5 reingefahren. Ich glaube, es kommt aber auch drauf an, weil wir halt ein kleineres Boot hatten, weil die größeren sind nicht reingefahren. Das kann halt auch vielleicht da dran liegen. Hat mega Bock gemacht. Also wirklich hat mega Bock gemacht. Und ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr fahrt, Richtung rechts einsteigen. Also rechts sitzen. Weil hin ist es halt, seht ihr halt zwar offene Meer und so, aber zurückfahrt fährt man ja dann an der Küstenlinie und auch ein bisschen länger, langsamer. Halt länger dann. Und da habt ihr dann halt die bessere Sicht. Klar sind dann halt vorne euch Leute oder so, keine Ahnung, aber es hat richtig, richtig Bock gemacht. Also ich glaube 34 €, ja, lohnt sich. Also es war auch super witzig, die Guides und so. Blende ich euch auch nochmal ein, wo ich das gebucht habe oder wo, in welcher Veranstaltung das war. Also es war wirklich richtig witzig. Ja. Theo, wie fandest du's? Hui, mir ist immer noch schwindlig von diesen Wellen. Es hat so Spaß gemacht. Ja, also von uns beiden ein Daumen nach oben. Das war's schon mit dem Video. Jetzt kommt einfach nochmal Lagos im Original-Sound. Viel Spaß. Tschüss. Spent the night in Utah in a cave up in here. Said I'll run it by the time I turn. That friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight and might just get some sleep tonight. Got a wife in Reno, I've got one in Cherokee. First one. Hui, bin immer noch im Speedrausch, war ein wilder Ritt. Gerne den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und liken schadet auch nicht. Tschüss Leute und bis zum nächsten Mal.